Guten Morgen, liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal was ganz Spannendes, und zwar habe ich euch ja beim letzten Mal schon die Lamutata Cruiser vorgestellt, auch mit einer Testfahrt. Und was viele natürlich interessieren wird, ist, wie fährt sich jetzt diese Lamutata mit 39 PS gegen die Vespa 300 HPE, und das werden wir heute mal testen. Vor mir ist schon der Björn, der fährt heute mal mit meiner GTS 300, und ich schwinge mich jetzt mal hier mit der Lamutata auf die Strecke, und wir testen jetzt gleich mal aus dem Stand von 0 bis 50 und dann nochmal aus dem Stand von 0 bis 100, um mal ein Gefühl zu bekommen, ob jetzt die Lamutata im gesamten Geschwindigkeitsbereich schneller ist oder nur im Topspeed. Das werden wir jetzt gleich beim Test mal uns anschauen. So, hier nun der erste Vergleich. GTS 300 HPE gegen die Lamutata Cruiser. Da ist der Björn. Hallo Björn. Und wir zeigen euch jetzt mal, was die beiden so können, und werden jetzt mal bis 100 hochziehen, und wir schauen mal, wie die GTS 300 HPE abschneidet gegen das Monster da drüben. Aber ihr seid gleich schlauer, wir haben die Kameras laufen, und los geht's. Wir machen 3, 2, 1, go, ja? Wer zählt? Ich. Gut. 3, 2, 1, go! Oh, Frühstart! 3, 2, 1, go! So, das habt ihr gesehen. Anfangs hält die GTS 300 noch gut mit, aber so ab 60, 80 ist dann vorbei. Da zieht dann die Lamutata weg. 3, 2, 1, go! Jetzt haben wir mal das ASR ausgemacht, weil die GTS 300 ist dann doch um einiges schneller. 3, 2, 1, go! Na gut, hat auch mit dem ausgeschalteten ASR natürlich nicht funktioniert. Also die Lamutata ist doch um einiges besser, sogar im Anzug. Geht also relativ schnell, dass man sich absetzt. Machen die 39 PS also wirklich Sinn. Interessant natürlich gerade bei der Lamutata mit 500 Kubik ist, in welchem Drehzahlniveau wir uns bewegen. Hier unten jetzt ganz schön, man sieht 3800 Umdrehungen bei 60 km/h. Also das Drehzahlniveau ist natürlich ein bisschen anders als bei der HPE, die für die Leistungsentfaltung natürlich ein bisschen höher drehen muss. Hier kommt alles schön aus den niederen Touren. Und ja, ganz, ganz angenehmer Motorlauf. Wir werden jetzt nochmal einen Beschleunigungstest von 80 auf 120 machen, auch immer interessant, wobei ich mir vorstellen kann, dass da der HPE doch relativ schnell die Luft ausgeht. Aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir werden gleich mal auf 80 hoch beschleunigen.
und jetzt geben wir mal Gas. Und da sage ich auf Wiedersehen. Jetzt bin ich bei 120, bei 6100, 6000 Umdrehungen. Ja, da hat die HPE gar keine Chance mehr. Also 80 bis 120 relativ eindeutig. Ja, also da hat die GTS keinerlei Chance. Da zieht die Lamutata ihr doch relativ deutlich davon. Also in höheren Geschwindigkeiten, da kommt jetzt der 500er Motor wirklich richtig zur Geltung. Also interessant, das mal zu sehen. Mit dem 500er Motor in der Lamutata hat man also auch bei Landstraßen, Überholvorgängen oder bei Autobahnfahrten natürlich viel mehr Reserve, um da noch mal ein bisschen Gas zu geben. Da ist doch bei der HPE über 100 wird es dann ein bisschen zäh. Ja, und hier macht das richtig Spaß. Da zieht man noch mal dran und dann passiert auch noch was über 100. Also ja, eindeutiges Ergebnis. So, dann werden wir jetzt mal langsam wieder zurückfahren. Ich hoffe, der kleine Geschwindigkeitsvergleichstest hat euch gefallen. War ja relativ eindeutig, gerade auf der Autobahn zieht die Lamutata doch recht schnell davon. Da kommt die HPE nicht hinterher. So in den ganz kurzen Strecken und bis 50, da kann sie noch ganz gut mithalten. Aber alles darüber keinerlei Chance. Da machen sich die 500 Kubik und die 39 PS doch sehr stark bemerkbar. Ja, das war es jetzt für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Fahrt vorsichtig. Bis dann. Ciao.